Hi, willkommen zur 5. Ausgabe MJ Update hier auf meinem Kanal H. Hemann. Ich bin euer Harry und folgende Themen besprechen wir heute. Einmal ein Newsüberblick, es ist nämlich einiges passiert im Michael Jackson Universum. Und wir gucken uns die neuesten Collectors an, die ihren Weg in meine Sammlung gefunden haben. Also, spannende Folge, habt Spaß und gerne kommentieren und liken. Da sind wir. Ich habe es mir hier wieder gemütlich gemacht auf meiner MJ-Couch, umgeben von Michael. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Rückblick auf die letzte Folge. Da habe ich euch ja den MJ Market vorgestellt und eine dieser Subscription Box, also diese Überraschungsboxen, wo man nicht weiß, was da so genau drin ist. Und da bin ich euch noch ein paar Infos schuldig. Hier ist die Box. Einmal wollte ich euch noch mal mitteilen, wenn ihr die Box bestellt, dann könnt ihr nämlich genau angeben, was ihr gerne haben wollt und was nicht. Das heißt, nachdem ihr die gekauft habt, kriegt ihr eine E-Mail zugeschickt vom MJ Market. Und in der E-Mail steht dann ganz genau drin, was ihr haben wollt, was ihr sammelt und was ihr nicht sammelt. Da steht beispielsweise VHS-Kassette. Dann könnt ihr sagen, nein, sowas möchte ich nicht haben, das sammle ich nicht. Dann kriegt ihr das auch nicht zugeschickt. Und dahinter könnt ihr das bewerten von 1 bis 5. 1, na, geringes Interesse und 5, ja, auf jeden Fall. Ich sammle auch VHS-Kassetten. Und so geht das die verschiedenen Themen durch, wie zum Beispiel Tourpässe, Vinyls, Magazine, Bücher, Zeitschriften und so weiter. Das heißt, ihr könnt alles angeben, was ihr gerne sammelt, was ihr nicht sammelt. Und dann wird eure Box nach diesen Kriterien erstellt. Und ihr könnt auch in dem Freitextfeld nochmal was eingeben. Wenn ihr jetzt sagt, ach, ich habe eine Internetseite oder ich habe einen, weiß ich nicht, einen Instagram-Account, wo ich regelmäßig meine Sachen zeige, könnt ihr den Link reinsetzen und sagen, hier kriegt ihr einen Überblick, was ich gerne sammle. Oder ihr könnt auch noch weiter erklären, dass ihr einen Schwerpunkt habt auf die Bad-Zeit, Dangerous-Zeit und dann wird das auch berücksichtigt. Das ist auf jeden Fall gut organisiert und in der Box war ja auch unterm Strich nichts, was ich nicht schon hatte, bis auf diese Sammelkarten. Und falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, hier oben ist der Link oder hier, weiß nicht, links oder rechts. Schaut gerne rein oder über meinen Kanal findet ihr die Folge. Die Folge 4, MJ Market, da kriegt ihr alle Infos und erfahrt, was in so einer Subscription Box drin ist. Dann gab es noch die Folge, dann gab es noch die Frage, nicht die Folge, nach den Kosten. Ich hatte ja in der Folge gesagt, das kostet $100. Das ist auch richtig, die Subscription Box, die kostet $100. Dazu kommen aber $25 Versand- und Portogebühren und Zollgebühren und Abrechnungsgebühren von der Post. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das sind auch nochmal 15 Euro. Und wenn wir die $125 umrechnen, da waren das ganz ungefähr 115 Euro plus nochmal die 15 Euro Zollgebühren und alles, was damit zusammenhängt. Da sind wir bei 130 Euro kostet so eine Box. Ich komme mit Dollar und Euro die ganze Zeit durcheinander. Aber es sind 130 Euro, die so eine Box kostet. Und wenn ihr die bestellen wollt, auf michaeljacksonmarket.com, da findet ihr alle Informationen dazu. Ja, wo wir gerade beim Thema Collectors sind, da gebe ich doch mal rüber in die Collectors-Ecke und zeige euch die neuesten Collectors und Sammelstücke, die in den letzten 2-3 Wochen ihren Weg in meine Sammlung gefunden haben. Also, ich gebe rüber. Viel Spaß! So, da sind wir. Hier sind wir in meiner Collectors-Ecke. Und zwar sind hier die neuesten Sachen, die ich mir in den letzten 2-3 Wochen besorgt habe, die neu in meine Sammlung hinzugekommen sind. Und die möchte ich jetzt einmal kurz vorstellen. Fangen wir mal an mit dem History Magazine. Das ist eine amerikanische Ausgabe von der offiziellen Michael Jackson Zeitschrift. Davon gab es 4 Ausgaben. Die wurde damals im History-Album beworben. Da gab es so eine kleine Karte mit drin, die konnte man ausfüllen und sich dieses Magazin bestellen. Das ist eine sehr coole Sache. Leider gab es davon nur 4 Ausgaben. Das hier ist die allererste, die ist noch komplett. Und zwar beinhaltet die Poster. Da haben wir einmal Michael am Piano, Black and White Videodreh. Wir haben die History-Statue
Und auf der Rückseite ist eins meiner Lieblingsmotive, Michael Jackson live in Rom, hier unten mit Publikum, und vorne kommt das Gesicht von Michael. Also, ja, das komplette History-Magazin habe ich auf eBay gefunden. Das erschien im Captain EO Verlag. Das ist der gleiche Verlag, der auch die Black-and-White-Magazine in den 90ern auf Französisch und Deutsch herausbrachte. Und das war ein Versuch, auch ein englischsprachiges, offizielles Michael Jackson-Magazin zu etablieren. Leider blieb es nur bei den 4 Ausgaben, und die waren immer mit 2 Doppelpostern, also 4 Motiven immer verfügbar. Und man konnte sie bestellen, ich glaube für 9,95 $. Hier steht jetzt gar kein Preis mehr dran. Ich meine aber, für 9,95 $ konnte man die damals bestellen. Ja, das einmal zum History Magazine. Und das war jetzt ein Zufall. Ich habe das nämlich bei eBay ersteigert, und die Besitzerin, die wohnt sogar hier in Köln. Und da bin ich bei ihr vorbeigefahren, und die hat mir noch ein paar Sachen mitgegeben. Und zwar einmal war sie letztes Jahr auf einer Michael Jackson Party hier in Köln, zu einer Zeit, wo ich krank war. Da gab es nämlich eine offizielle Release Party, und da hat sie mir noch 2 Poster mitgegeben von dieser Release Party. Auch richtig cool. Und das Überraschende war, ich kannte sie sogar. Also manchmal sind die Wege verrückt. Zufällig bei eBay was ersteigert, weil ich dieses Heft haben wollte. Und dann trifft man auf einmal eine Person, die man kennt. Fand ich sehr witzig. Ja, vielen Dank auch nochmal. Die Poster hatte sie mir geschenkt. Und ich habe ihr noch was abgekauft, und zwar das offizielle Programmheft vom Ghost. Und zwar ist das nicht die Version, die in der Ghost Box ist. Das hier ist eine übergroße Version. Und die scheint tatsächlich vom Festival de Cannes, 8. Mai 1997 zu sein. Und das scheint das offizielle Programmheft zu sein. Ich konnte jetzt dazu nichts finden. Limited Edition Programm. Es könnte auch ein Reprint sein aus der Black and White. Die Black and White hat ja damals auch so ein paar Programme zum Moonwalker-Film gemacht, zur History Tour und eben auch diese Ghosts-Aufmachung. Das kommt auf jeden Fall hin. Das ist auch der Captain EO Verlag, genau wie das History Magazin und die Black and White Magazine. Die sind alle im Captain EO Verlag erschienen. Und ja, da habe ich jetzt noch dieses offizielle Programmheft von damals. Und auch richtig cool mit tollen Aufmachungen. Also der Captain EO Verlag und die Black and White hat ja immer sehr hochwertig diese ganzen Hefte rausgegeben. Oder in diesem Fall das Programm. Hier sieht man Michael Jackson als Bürgermeister und in seinen verschiedenen Rollen in dem Ghosts-Film. Also auch ein richtig cooles Item. Ja, gehen wir mal rüber in der Reihe. Hier haben wir eine CD, die ist gestern angekommen, und zwar die Dangerous Remix Michael Jackson Dangerous The Remix Collection. Das ist eine japanische CD, die erschien im September 93, offiziell bei Epic Records Sony. Sie wurde also veröffentlicht zum Start der zweiten Tour, der zweiten Leg der Dangerous Tour. Die ist ja in Japan gestartet, also in Bangkok gestartet, in Asien, und dann später auch nach Japan gekommen. Und ja, im September erschien die CD und enthält ja 10 Remixe von Dangerous Songs. Also Black and White, der CNC House Club Mix ist hier drauf. Hier Given to Me, Vocal Version, In the Closet, die Underground Mix, und also ganz viele Remixe, die man auch von den Maxis kennt. Ich müsste nochmal abgleichen, ob da irgendeine Remix drauf ist, der nur hier drauf ist und nicht auf den Maxis zu finden ist. Nichtsdestotrotz ist das eine coole Sache, weil das ist schon ein außergewöhnliches Motiv. Und auf der Rückseite haben wir eine Picture Disc, Michael Jackson aus dem Jam-Video auf 10 Spitzen. Und das macht das Ganze zu einem richtig seltenen Kollektor. Das Ganze wird auf Discogs, somit im guten Zustand liegt das so bei ungefähr 50 €, im Schnitt bei 30 €. Ich habe das jetzt für 35 € auf eBay ersteigert. Ja, hier hinter haben wir noch einen eBay-Fund. Und zwar hatte ich mich nie richtig für diese Puzzle interessiert. Die erschienen im Bravado, bei Bravado.
Das ist der Spielehersteller, das ist ein spanischer Spielehersteller, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das hier ist auf Deutsch, Englisch und Französisch steht das auf der Rückseite drauf. Also es wurde sicherlich auch in Deutschland vertrieben. Diese Puzzle, die sind aus 2010, also 2010 offiziell lizenziert von Triumph, also die offizielle Michael Jackson Marke, worüber alle offiziellen Lizenzen für Michael Jackson Fanartikel hergestellt werden. Und dieses Puzzle ist damals völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe die gar nicht richtig mitbekommen. Ich weiß, da gibt es noch andere Motive mit dem Michael-Albumcover. Das soll auch noch ein bisschen größer sein. Dann gibt es noch ein anderes, ich weiß gerade das Motiv auswendig nicht. Und das ist das dritte von Michael Jackson bei den What More Can I Give Konzert, dem Benefizkonzert in Washington DC. United We Stand hieß es. Und zwar ist das eine Aufnahme von dem Musikspektakel, das nach den 9/11-Terroranschläge stattgefunden hat. Und das hat Michael Jackson mitorganisiert. Er sang hier zusammen mit ganz vielen anderen Künstlern den Song What More Can I Give. Da gibt es auch Live-Versionen auf YouTube, die werdet ihr finden, kann ich auch hier verlinken. Und er sang noch Man in the Mirror. Und das ist eine sehr seltene Audioaufnahme, die findet man auch auf YouTube in einer mittelmäßigen Qualität. Leider gibt es davon kein reguläres Video, wie Michael Jackson eben Man in the Mirror auf diesem Konzert singt. Und das wäre ja mal was, wenn das veröffentlicht wird. Wir gucken jetzt hier auch mal rein. Mal gucken, wie das Puzzle von innen ausschaut. Die Folie mache ich hier mal ab. Ich glaube, ihr könnt das hier unten jetzt nicht sehen. Ja, nicht spektakulär. Hier ist ein Sack drin mit den ganzen Puzzlestücken. Und puzzeln werde ich jetzt nicht. Mal gucken, ob ich das mal nutze. Aber der Karton ist schon richtig cool aufgemacht. Finde ich, ist eine tolle Sache. Die Unterschrift glitzert. Das Ganze ist in einem silbernen Rand. Oder Gold. Ne, Silber ist es. Und die 500 Stücke sind auch in einem Puzzlestück eingraviert. Also ist ein cooles Motiv. Und ich denke, ich werde mir die restlichen auch noch besorgen, weil das sieht wirklich sehr cool aus, dieses Puzzle. Ja, dann gibt es noch eine Vinyl, die ich mir gekauft habe. Die lag schon immer mal wieder in meinem Warenkorb drin. Und jetzt habe ich sie endlich mal bestellt. Und zwar ist das eine französische Greatest Hits Pressung von den Michael Jackson und den Jackson 5. Motown Anniversary, also eine Jubiläumsausgabe, die erschien 2019 und das ist eine Picture-Vinyl, die wir uns jetzt mal zusammen angucken. So, da haben wir sie. Ah, stimmt gar nicht, ist gar keine Picture, es ist eine grüne Vinyl ohne Motiv. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Picture drauf, ein Picture Disc. Tatsächlich ist es auf grünem Vinyl eine Greatest Hits. Ja, warum nicht? Jetzt hat man sie mal. Ich habe eigentlich gedacht, das ist eine Picture Disc, weil auf der Rückseite diese Kreise drauf sind. Und das ist ja naheliegend, dass ich mir das auch so als Motiv erachtet habe. Zumal hier auch kein Aufkleber drauf ist. Normalerweise steht dann ja hier irgendwie grünes Vinyl oder Green Vinyl. Ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Nichtsdestotrotz ist eine coole Zusammenstellung. Also ABC, Never Can Say Goodbye, Ready or Not, I'll Be There, Dancing Machine, Ben, My Girl, I Want You Back, Ain't No Sunshine, Got to Be There, Rocking Robin. Also man kennt das alles. Ist halt eine richtige Motown Greatest Hits Zusammenstellung. Und ja, jetzt ist die auch in meiner Sammlung. So, das aus der Collectors-Ecke und jetzt gebe ich zurück. Willkommen zurück. Ja, jetzt habt ihr einen Überblick über die neuesten Collectors. Und jetzt schauen wir uns die News an. Es ist nämlich einiges passiert im Michael Jackson-Universum. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Fangen wir direkt mit der traurigen Meldung an. Lisa Marie Presley verstarb am 12. Januar an einem Herzstillstand. Eine sehr traurige Meldung. Ich war geschockt, als ich das hörte. Und auch in Michael Jackson-Kreisen zog diese Meldung auch um sich. Es gab viele Beileidsbekundungen, auch auf Social Media. Meine Anteilnahme geht natürlich auch an die Familie. Mit 54 Jahren muss man nicht drüber sprechen, ist Lisa Marie viel zu früh gegangen.
Warum ich das hier sage, sie war mit Michael Jackson verheiratet, die erste Ehefrau von Michael. Die haben sich kennengelernt schon in den späten 70ern, als Michael zusammen mit seinen Brüdern The Jacksons die Varieté-Show hatte, die damals im amerikanischen Fernsehen lief. Die lief auch mal auf Sat 1, ist aber schon lange her. Und im Publikum damals saß auch Lisa Marie zusammen mit Mutter und auch mit Vater Elvis. Die haben sich die Show, die Aufzeichnungen damals angeschaut. Und über die Jahre hielten sie immer wieder Kontakt, auch bis in die späten Nullerjahren sollen die nochmal hin und wieder telefoniert haben. Öffentlich hat Lisa Marie immer zu Michael gehalten, sie hat nur positiv gesprochen, auch über ihre Beziehung. In dem Sinne ist es auf jeden Fall auch ein richtiger Verlust, davon abgesehen, dass natürlich ihre Familie und ihre Kinder die größten Verlust haben. Also meine Anteilnahme. Und Harry Benson, der Fotograf, hat im Zuge der letzten Woche, im Zuge des Todes um Lisa Marie, hat er nochmal Fotos, unveröffentlichte Fotos von Michael und Lisa Marie veröffentlicht, die er damals gemacht hat, zu finden auf seinem Instagram-Kanal. Ich verlinke euch das hier rein, da könnt ihr euch die anschauen. Ja, da jetzt den Bogen zu spannen zu anderen News ist natürlich immer schwierig nach so einer Meldung. Aber es gibt noch ein paar andere News. So, die nächste News, da geht es nämlich um einen Diebstahl. Und zwar ein Diebstahl bei Michael Jackson Freund Brett Sandberg. Das ist der technische Leiter gewesen von Michael Jacksons Alben. Brett Sandberg fand seinen Weg 1985 in Michael Jacksons Team als technischer Leiter, als Toningenieur. Hat er eben an Captain EO Songs mitgearbeitet, aber auch später an Bad, Dangerous und so weiter. Bis zum Schluss haben wir eigentlich zusammen gearbeitet. Und Brett Sandberg gibt Seminare, die heißen In the Studio with MJ. Damit tourt er durch die ganze Welt. Der war auch schon hier in Köln letztes Jahr im Sommer. Das war in meiner Corona-Zeit, da konnte ich leider nicht hin. Ja, und letzte Woche hat er in Brüssel ein Seminar abgehalten. Und da ist ein Teilnehmer des Seminars, hat sich die komplette Hardware geschnappt und ist aus dem Fenster gesprungen und weggerannt. Jetzt muss man natürlich wissen, was macht denn Brett Sandberg in diesen Seminars? Er erzählt natürlich über die Studio-Sessions mit Michael zusammen. Der hat häufig auch Gastredner dabei, Fotografen, die Michael Jackson begleitet haben oder andere Mitglieder aus dem Studio. Und er präsentiert dann auch in diesen Seminaren Songs von diesen Studioarbeiten, die unveröffentlicht sind. Da gibt es alternative Versionen von Smooth Criminal, Childhood und was auch immer. Und ja, da ist ein Teilnehmer, hat sich diese Hardware geschnappt und ist weggerannt, wo aber auch unveröffentlichte Songs drauf waren. Und das ist wirklich schon hammerdreist und also das verurteile ich aufs Schärfste, weil einige Songs sind letzte Woche und in den letzten Tagen auch auf YouTube die wurden hochgeladen und sind auch direkt wieder verschwunden. Soweit ich weiß, hat Brett Sandberg auch Strafanzeige gestellt. Viele Fans melden diese Sachen, wenn sie die online finden. Und ich gehe damit so um, dass ich sage, ich gucke mir das nicht an. Ich melde das auch teilweise, wenn ich das sehe. Und man macht sich auch strafbar, solche Sachen runterzuladen. Also ich kann jeden nur davon abraten. Es ist auf jeden Fall ein starkes Stück. Und wie die Täter damit umgehen auf Social Media, verurteile ich auch, weil sie greifen nicht nur den Michael Jackson Estate an oder John Branca und das Ganze, was dahinter steht, was man auch kritisch sehen kann, weil die Veröffentlichungspolitik, die ist ja nun mal sehr dünn und es dauert alles sehr lange. Aber sie greifen auch Brett Sandberg an, weil er eben Seminare macht, weil er diese Hardware hat. Also einige sind wirklich sehr dreist und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Klauen bleibt eine Straftat, die Hardware zu klauen und dann auch noch alles auf Social Media zu stellen und sich selbst in gewissen Kreisen abzufeiern dafür, dass man das geschafft hat, finde ich, geht gar nicht. Also hier bin ich absolut auf der Seite von Brett Sandberg. Wobei er auch immer ein Michael Jackson-Freund war. Er hat immer positiv gesprochen über die Zusammenarbeit. Und er hat diese Möglichkeit gegeben, dass man zumindest einen Teil der Aufnahmen in diesen Seminaren sehen konnte. Und da, wo der Michael Jackson Estate zu langsam ist mit den Veröffentlichungen, hat er immerhin einen Weg gefunden, dieses Material zumindest den
ich sag mal, Hardcore-Fans anzubieten. Und natürlich muss man dafür auch Geld bezahlen. So ein Seminarticket kostet, glaube ich, auch 100, 120 Euro hat das gekostet. Da gibt es dann noch ein 2-Tages-Seminar, dann ist es was günstiger. Aber es ist nun mal der Weg, und wenn die Veröffentlichungspolitik so ist, rechtfertigt das trotzdem keinen Diebstahl, und sich da so abfeiern zu lassen, finde ich persönlich nicht gut. Also das ist nicht meine Welt, und ich glaube auch nicht, dass das Michael Jacksons Interesse war, Songs illegal einfach hochzuladen und sich so abfeiern zu lassen. Ich persönlich sehe das kritisch, und das ist nicht meine Michael Jackson Welt, in der ich lebe. Alles rund um die Michael Jackson Biografie habe ich jetzt zusammengefasst, also das, was wir wissen. Es wird eine Michael Jackson Biografie geben, die offiziell vom Michael Jackson Estate hergestellt wird, und zwar bei dem richtigen Kenner für Biografien. Da hat sich ja die Firma Lionsgate hervorgetan. Die haben auch diese Biografien gemacht von Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, Rocketman von Elton John, Elvis, die aktuelle vom Elvis Presley, aber auch I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston, Respect, Aretha Franklin, also eine ganze Reihe von Künstlerbiografien, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und Michael ist der Arbeitstitel für die Michael Jackson Biografie. Vielleicht wird er auch weiterhin so bleiben, das werden wir sehen, aber aktuell heißt diese Künstlerbiografie Michael bei Lionsgate. Und es gehen gerade Spekulationen rum, wer denn Michael Jackson spielen wird. Da war unter anderem ich bin jetzt hier gerade am Schauen, der Stranger Things Schauspieler Caleb McLaughlin, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Der ist in der Rede gewesen, den jüngeren Michael zu spielen. Wahrscheinlich, er wird jetzt ja auch schon so, weiß ich nicht, also 18 sein, 17, 18, ich weiß es nicht, wie alt er ist. Er könnte den Jüngeren spielen. Und jetzt kam noch die ganz neue Meldung raus, die ich persönlich auch am besten fand, und die ist auch offiziell bestätigt von John Branca. Und zwar Michael Jacksons Neffe, Jafar Jackson, wird Michael spielen. Und der ist jetzt schon so in den 20ern, das könnte jetzt tatsächlich der Hauptdarsteller werden, der den erwachsenen Michael spielt. Und das, finde ich, ist wirklich eine Sensationsmeldung, dass jemand aus Michael Jacksons Familie Michael spielt. Und da bin ich wirklich super gespannt. Also das ist eine richtig tolle Meldung gewesen. Da habe ich mich drüber gefreut, dass das auch jemand aus der Familie ist. Und damit sieht man dann auch, dass die Familie mit eingebunden wurde. Und das gefällt mir richtig gut. Jafar Jackson ist der Sohn von Jermaine Jackson und ist selbst auch schon aktiv im Showbusiness. Er hat mehrere Singles rausgebracht, die auch auf allen Streaming-Portalen zu finden sind. Ich kopiere euch hier den Link mal zu ein paar rein. Da könnt ihr euch Jafar auch mal anhören, wie er sich anhört in seiner Musik. Also, eine gute Meldung. Mehr News gibt es zu dem Film noch nicht. Also es gibt noch keine Set-Fotos, die durchgesickert sind. Nur eben das, was man weiß. Michael heißt die Biografie, ist aktuell der Titel. Jafar Jackson soll wohl den erwachsenen Michael spielen und Caleb McLaughlin eventuell den Jungen, den wir aus Stranger Things kennen. Und es soll ein Film sein, der alle Aspekte aus Michael Jacksons Leben beleuchten soll. Da bin ich auch sehr gespannt, wie man das alles in einem 2-3 Stunden Film reinpacken möchte. Ich vermute mal, der wird auch so um die 3 Stunden gehen. Die Whitney Houston und Elvis Presley Biografien, die gingen auch so um die 3 Stunden. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also wenn es da mehr News gibt in den nächster Zeit, da wird sicherlich hier und da neue News zu geben, werde ich die euch hier auch präsentieren. So, ja, da sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid jetzt abgedatet. Folgt mir gerne, liked das Ganze, ich freue mich über Kommentare und wir werden uns, denke ich mal, so in 2 Wochen wiedersehen. Dann haben wir uns den Rhythmus ja gefunden. Also bis bald, ciao.